schöner Fisch. Ja! Jawohl! Swedish anglers is the best. Der YouTube Predator Cup 2018 wird präsentiert von Duo Germany, Angel Joe und Bass Brigade. My Fishing Box war der erste YouTube-Kanal, der sich für das Viertelfinale des Turniers qualifizieren konnte. Da der Protagonist Andreas Kappel im Achtelfinale aus gesundheitlichen Gründen nicht antreten konnte, vertrat ihn sein Bruder Christopher und das mit großem Erfolg. Er konnte insgesamt 6 Hechte fangen und führte My Fishing Box damit zu einem souveränen Sieg über Angel Anni, die einzige Frau im Teilnehmerfeld. Heute ist Andreas jedoch wieder gesund und hoch motiviert, die Erfolgsstory seines Bruders weiterzuschreiben. Sein Gegner am heutigen Tage kam dagegen mit 2 blauen Augen ins Viertelfinale. In einer sehr zähen Partie an einem extrem heißen Angeltag setzte sich Daniel von Hecht und Barsch.de nur hauchdünn gegen den Oder-Spree-Angler Christopher Mietzner durch. Am Ende entschied ein kleiner Hecht die Begegnung. Heute möchte es Daniel natürlich besser machen und den Zuschauern zeigen, dass er im YouTube Predator Cup auch große Fische fangen kann. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Viertelfinale mittlerweile des YouTube Predator Cup. Ja, du ballst die Faust. In der ersten Runde hat sich dein Bruder schön weitergebracht. Ich sagte, ja, ich lag ja mit Grippe im Bett und der musste mich vertreten, damit das Ganze nicht komplett ins Wasser fällt. Hat er sehr, sehr gut gemacht auf jeden Fall. Wir haben uns heute eingefunden. My Fishing Box tritt an gegen Hecht und Barsch.de. Ich mache den komplett neutralen Schiedsrichter, ist klar. Und ja, wir können eigentlich direkt aufs Wasser. Es wird heute vom Bellyboot geangelt. Ansonsten ist eigentlich alles wie immer. Daniels ist dein Heimgewässer. Du warst hier zwar auch erst einmal angeln. Also das zählt heute als mein Heimgewässer. Du hast einmal mehr hier geangelt als Andreas, deswegen gibst du als erstes die Spots vor. Okay, viel Glück wünsche ich dir. Alles klar, ebenso. Feuerfrei. Viel Glück. Los geht's. Die beiden Kontrahenten fahren nun mit ihren Bellybooten aufs Gewässer und haben 6 Stunden netto Angelzeit, um maximal 3 maßige Raubfische in die Wertung einzubringen. Sie dürfen dabei nur Kunstköder verwenden, Schleppen ist nicht erlaubt. Die Länge eines Barsches in Zentimeter wird mit einem Faktor von 2,4 multipliziert, bei Zandern ist der Faktor 1,3 und bei Hechten 1. Alle weiteren Regeln findet ihr per Klick auf den Link in der Videobeschreibung. Ja, so, wir sind jetzt zum ersten Stelle hier angekommen. Ich habe mir einen Platz ausgesucht. Überall ist eigentlich ziemlich schön hier rum im See. Ich habe mich einfach einen Platz ausgesucht, ein bisschen weg von den Leuten, von den Hunden, dass man einfach ein bisschen Ruhe hier hat. Hier sind auch eine sehr, sehr schöne Schilfkante hier, wo alles letztendlich stehen kann, also die Barsche und die Hechte. Ich denke, Zander ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man die fängt. Ich weiß, dass es welche hier drin gibt in dem See, aber der Stelle hier ist sehr gut, glaube ich, auf Hecht und Barsch. Ich habe 2 verschiedene Routen aufgebaut. Einmal mit Jerkbait und einmal mit Gummi und würde jetzt beide ein bisschen einfach durchtesten und sehen, ob es was bringt. Naja, das ganz Spannende ist ja eigentlich, ich habe mir das Belly hier schon vor einem Jahr geholt und habe seitdem her wirklich kein einziges Mal damit aufs Wasser geschafft. Das ist quasi heute nicht ganz die Jungfernfahrt, weil ich war damit schon auf dem Wasser, aber geangelt habe ich davon noch nie. Und naja, der See ist jetzt relativ unspektakulär von der Struktur her. Wir haben ein bisschen Kraut drin und ich glaube, Daniel und ich haben eine ziemlich ähnliche Taktik. Er hat eben gerade schon große Köder geworfen, ich schon, und wir haben beide schon kleine Köder geworfen. Ich glaube, da liegt irgendwo so ein bisschen das Geheimnis. Mal schauen, ob es sich nachher auszahlt. Fast eben hier gerade noch ein bisschen. Oh, sieht gut aus.
Wie viel Gramm hat die Route? Oh, schöner Barsch. Oh, Junge. Daniel, du Tier. Yes! Du Tier. Erster Wurf mit Jerkbait. Hab gedacht, probier ein bisschen was anderes hier aus. Richtig reingeknallt auf dem Jerkbait. Schöner Barsch zum Starten hier. Richtig nice. Richtig nice. So. Alter, der ist groß. Ja, schöner Barsch. Das ist ein 40er Barsch, oder? Könnte sein, ja. Ja, der hat auf jeden Fall 40, locker. Okay, pass auf, dass er nicht wegspringt. Ja. So. Ja. 42. Nee. Da, doch. Moment. Ja, Lass mich okay. hier mal messen. Schönes Tier. So. Mach ihn gerade runter. So, das ist am einfachsten. Ja doch, der hat 42. Glaube ich auch. 42er Barsch, muss ich sagen, also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und wir sind gerade mal vielleicht auch jetzt eine Viertelstunde drauf, muss man dazu sagen, ne? Andreas, der Barsch wird ganz ans Ende geschnitten. Achso. Nein, Spaß. So, Leute, ich bin echt froh. Ein echt geiler Barsch zum Starten. Wir hoffen, ein paar mehr davon zu finden. Auf alle Fälle ein super Fisch zum Starten. Geil, richtig nice. Daniel startet optimal in die Partie. Dieser prächtige 42er Barsch lässt nicht nur sein Anglerherz höher schlagen, er bringt auch massig Punkte. Die Zentimeter mit 2,4 multipliziert, geht Daniel mit 100,8:0 in Führung. So kann es weitergehen. Alter. Geil. Nice Fisch, Mann. Nice Fisch. Also das ist das Letzte, womit ich gerechnet hätte. Naja, vielleicht gibt es davon noch ein paar mehr, Daniel, oder? Unfassbarer Start in den Angeltag, dass direkt so eine riesen Kirsche jetzt hier rauskommt, freut mich natürlich wahnsinnig. Ist auch für uns als Kamera-Moderationsteam natürlich viel spannender, wenn auch gut gefangen wird. Und ich drücke beiden natürlich die Daumen, dass das genauso weitergeht. Oh Gott, nee, bitte film mich nicht. Es ist tatsächlich ein Mikrohecht. Oh Gott. Also, das könnte eine Weile her sein, dass ich mal so einen kleinen Hecht gefangen habe. Das war's auch. Hatte kein Maß? Ach, der konnte gerade mal fressen. Aber ich habe schon geschwitzt, kann ich dir sagen. Ja. Du hast schon ganz schön leiser Fisch gesagt, muss Du ich hast sagen. schon den nächsten großen Barsch gesehen, ja. Ganz ehrlich, ey. Auch Andreas braucht nicht lange, um sich zu entschneidern. Zwar liegt dieser Fisch deutlich unter dem Mindestmaß, das für Hecht an diesem Gewässer 50 cm beträgt, doch wer das Turnier bisher aufmerksam verfolgt hat, weiß, dass auch untermaßige Fische über Sieg und Niederlage entscheiden können. Fühlst du dich schon richtig sicher, oder? Nee, überhaupt nicht. Also schwimmt hier auf jeden Fall sehr gute Fische hier rum. Das war auf gar keinen Fall der einzige Barsch, die so hier rumschwimmt. Und bei Andy kann genauso schnell so ein Barsch raufgehen oder noch besser, dann führt er. Oder letztendlich einfach zwei kleinere Pikes, also zwei 55er Pikes oder so, und dann führt er auch. Und das ist auf jeden Fall drin. Also für meinen ersten Belly-Boot-Trip muss man ja sagen, macht es auf jeden Fall richtig Spaß. Man kann schönes Gewässer abfischen hier, sich treiben lassen, ein paar schöne Spots ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, so wie hier. Wir kommen ja gerade überhaupt nicht vom Land aus ran. Ja? Also wir haben ja vielleicht 3 Stellen, an denen der See überhaupt begehbar ist quasi für einen Angler, und wir sind mitten drauf.
Das Krasse ist natürlich der Einstieg mit dem richtig geilen Barsch, dann der ganz kleine Hecht und jetzt ist erstmal eine ganze Weile Ruhe. Ich probiere es jetzt hier auch noch mal ein bisschen, was heißt ein bisschen, deutlich größer insgesamt. Wir stehen hier gerade, könnt ihr leider nicht so richtig sehen, aber vielleicht machen wir noch mal einen Schwenk drüber, hier auf einem richtig fetten Krautfeld. Es sieht so nach Fisch aus, es geht eigentlich gar nicht, dass hier keiner drin ist. Andy. Oh, der ist gut. Der ist gut. Was für eine Köder? Big Bait? Nee, ist ja eine leichte Kutte, 28 Gramm, aber ist glaube ich ein besserer Barsch. Besserer Barsch? Mhm. Und ich hatte glaube ich hier auch schon Fehlbiss gehabt. Andy. Alter, ist ein guter Jetzt Barsch. hängt er aber im Kraut. Du. Das ist ein guter Barsch. Jetzt hat er sich ins Kraut gestellt hier unten. Ist gar nicht so ohne. Nee, ist nicht so easy. Nee. Musst du schon, sage ich mal, versuchen, ein bisschen raus aus der Kraut zu kriegen. Hast du ihn gesehen? Ja. Oh, es ist ein schöner Barsch, Alter. Alter, der ist größer als mein. Nee, glaube ich nicht unbedingt, aber doch. Er kämpft gut. Nee, er ist riesig, ich habe ihn jetzt gesehen. Andy, ich helfe dir beim Cashern. Ich bin so lieb. Das wär fantastisch. Also wenn du den so catchest wie deinen eben. Hey. Geiler Fisch. Richtig guter Fisch. Dieser See stellt sich hier als Andy, unfucking glaublich, Alter. Barschsee heraus Geiler hier. bloody Du. Barsch, Alter. Kein Scheiß. Vielen Dank Geiles fürs Ding. Cashern. Kein Problem, der ist richtig fetter Oh Barsch. Leute, ihr seht den Fisch gerade noch nicht. Aber Der ist fett. Der ist sehr, sehr fett. sowas wollen wir alle gerne fangen. Er hat sich denn auch richtig rein inhaliert. Alter, er hat den rein inhaliert. Und Auch mit so einem Spinner-Ding. ich habe schon häufig jetzt mit diesen Zusätzen hier am Gummifisch gefangen, muss ich sagen. Ah, ist ein bigger Barsch. Ich glaube, der ist Kante größer als mein. Glaube schon. Seid ihr bereit dafür, ja? Wir sind bereit dafür. Don't lose it, ha? Also, Der hat noch richtig Saft, also ja, deswegen pass auf. So ist es nicht, ja? Oh, der ist gut. Der ist gut. Ich brauche noch einen Fisch. Ah, das ist aber, ich glaube, er hat nicht ganz deine. Doch, der Ja? ist gut. Da, mach mal mit dem Meister da, er macht's schon. Ich denke schon, eine andere Richtung musst du machen. Ja, Fuck, genau 42, Toni? Gibt doch gar nicht, oder was? Hä? unfassbar. Hast du mal gesehen? Sicher, Ist das mein Barsch? Ja. Ich habe ihn vorhin, als du ihn released hast, mit deinem Kescher. Aber ist das nicht klasse? Hast du mal den Bauch hier gesehen bei dem, die Farbe? ein Tick fetter. Also, Ja, meine Meinung auch. das Wahnsinn. hilft dir aber nicht. Yes, Leute, ich sag's euch, wir haben hier 1,5 Stunden geackert. Auch Daniel hat sich hier richtig den Hintern aufgerissen, muss ich sagen. Hat ohne Pause gefischt. Und jetzt hier nochmal so ein schönes Tier zu fangen. Ein ganz besonderer Fisch. Und ich freue mich, dass ich einfach wieder im Spiel bin. Und mit diesen Kombinationen, wir hatten sowas schon ein paar Mal hier auch in der Probox. Mit sowas fange ich immer sehr gut. Gummi in Kombination mit so einem kleinen Spinner dran. Barsche, Hechte lieben das auf jeden Fall. Nicht zu glauben. Andreas fängt ebenfalls einen Barsch von 42 Zentimetern. Punktemäßig ist die Partie mit 100,8 zu 100,8 nun komplett ausgeglichen. Doch trotzdem geht Andreas mit diesem Fisch in Führung. Unfassbar. Also ich bin immer noch sprachlos. Andreas kann hier mit einem 42er Barsch auf dem Scoreboard den Ausgleich erzielen. Da er aber schon einen kleinen Hecht gefangen hat, der bringt zwar keine Punkte, sollte aber jetzt keiner mehr einen Fisch fangen, dann hat er wegen der mehr gefangenen Fische sogar die Nase vorne. Also Daniel muss auf jeden Fall noch einen Fisch fangen, wenn er hier nicht ausscheiden möchte. Ja, ich freue mich vor Andy natürlich, dass er einen schönen Barsch gefangen hat. Es wirklich war ein sehr, sehr schöner Barsch. Hätte, sage ich mal, 1 cm kürzer sein können, seit meines Wegens. Deswegen bin ich jetzt wieder am Zug sozusagen. Ich muss jetzt wieder was fangen.
ja, was soll man machen? Das ist eine Competition, gibt es immer viel Druck. Es war mir ehrlich gesagt auch klar, dass der ein Fisch nicht reichen wird. Aber dass er gleich das Ganze ausgleicht sofort mit dem gleichgrößigen Barsch, hätte ich nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Aber alles offen, gibt es noch genug Zeit, um was zu fangen. Ah, fuck. Das war er. Jetzt oder was? Barsch. Ja? Tok, tok. Ja? Tok, tok. Zweimal hat er angegriffen. Also, Echolot finde ich eine sehr klasse Sache, ohne da jetzt Werbung für zu machen. Aber den Deeper habe ich hier schon eine ganze Weile. Das ist natürlich praktisch. Das Ding hängt hier einfach am Boot dran. Ich habe das Handy, ich habe das hier in einer wasserdichten Hülle drin. Und man kriegt mal einen schnellen Überblick. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel wunderbar das Kraut, wo wir hier gerade drüber stehen. Ähnliche Situationen hatten wir ja vorhin mit dem Barsch. Also schauen wir mal, ob uns das Wissen was bringt. Männer, Halbzeit. Hart gekämpft bisher, Alter. Hart gekämpft, auf jeden Fall, Mann. Ich hätte nicht gedacht, dass er nicht eine Sekunde aufhört zu angeln. Wirklich, er gibt Vollgas. Richtig geil. Macht Spaß mit dir zu angeln. Ja, mit dir auch. Ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht, dass du einen 42er Barsch fängst, muss ich sagen. Vor allem die gleiche Länge, oder? Also ich muss sagen, ich habe nicht unbedingt gedacht, dass ich eine fange. Also nicht so schnell vor allem. Aber dass du denn auch eine fängst, ist schon ziemlich unfassbar. Ein Gewässer, was wir beide auch nicht kennen. So eine schönen Fische sind ja auch trotzdem noch Ausnahmetiere, ne, muss man sagen. So ist es. Und ausgerechnet, dass sie beide genau 42 war, heißt es, zweite Halbzeit ist alles noch drin. Ja, auf jeden Fall. Und ja, es ist schon ziemlich klar zu wissen, es gibt ein paar coole Fische hier auf jeden Fall. Also man kann immer noch hoffentlich rechnen mit noch ein geiler Fisch. Von daher macht echt Bock. Wir werden mal sehen, was Lass in der ein bisschen zweiten locker Halbzeit jetzt in der geht. zweiten Halbzeit. Naja, jeder will gewinnen. Ja, Ja, so ist es nun mal. ja, leider schon. Mach ein paar wenige Würfe irgendwie. Andreas hat auf jeden Fall jetzt die Möglichkeit, die Spots zu bestimmen. Also du musst ihm hinterher dackeln quasi. Ja. Und Andreas liegt vorne durch den einen kleinen Hecht, den er nicht mal gemessen hat, aber vorfach berührt, zählt als gefangener Fisch. Wie groß er ist, spielt auch keine Rolle, weil in dem Fall war das eh kein maßiger Fisch. Und deswegen ist das Zünglein an der Waage bis zum jetzigen Zeitpunkt. So ist es. Sobald einer von euch beiden einen maßigen Fisch fängt, kommen neue Punkte aufs Scoreboard und dann ändert sich wieder alles. Deswegen jetzt ja eigentlich gute Zeit. Dämmerung setzt bald ein und ich bin mal gespannt, ob ihr noch was kriegt. Ja, wir auch. Wir geben alles, um euch noch einen schönen Fisch präsentieren zu können, Auf oder? jeden Fall, auf jeden Fall. Ich möchte auch weiter drin bleiben in der Competition, so ist es nicht. Ich musste eine Fisch liefern. Daniel, Viel Glück, Andy. viel Glück, Alter. Jetzt machen wir aber 5 Minuten Pause, oder? In der Halbzeit. Gehört auch dazu zum Ich Halbzeit. wollte irgendwo. gerade noch was essen, ja. Und Banane hast du? Bananen an Bord, ja? Hahaha. Scheint überhaupt keinen scheiß Unterschied zu machen. Willst du eine haben, oder was? Ja, auf jeden Fall. Hast nichts zu essen dabei, oder was? Oder hast du Kohldampf jetzt nach? Ich könnte dir einen KitKat anbieten. Ah, nee, alles gut. Schokolade will ich gerade raus essen, Ich aber... nehme so ein KitKat. Hast du auch ein Banane? Nee. Ich kann dir ein bisschen Wasser. Ja, gut. Wer hat das Ding mit der Banane eigentlich ins Rollen gebracht? Ich habe keine Ahnung. Halbzeitpause. Es herrscht Gleichstand, was die Punkte betrifft, doch wie bereits erwähnt, liegt Andreas vorne, da er insgesamt mehr Fische regulär gefangen hat als Daniel. Der steht in der zweiten Hälfte unter Zugzwang. Wir werden sehen, ob er nochmal zurückschlagen kann. Dir gefällt der YouTube Predator Cup und du möchtest die Produktion der zweiten Staffel unterstützen? Ganz einfach. Ob Rute, Rolle, Köder oder Jighaken. Mit jedem Kauf auf hecht und barsch.de hilfst du uns bei diesem Projekt. Bis zur Ausstrahlung des Finales gibt es mit dem Gutscheincode #YPC18 übrigens 10% Rabatt auf alle Produkte außer Angelreisen und Echolote. Vielen Dank für deine Unterstützung.
Zweite Halbzeit. Nachdem die Bananen vernichtet sind, wird wieder fleißig geworfen. Es dauert nicht lange, da zappelt es erneut an Andreas Rute. Aber hat er eine Maß? Aber Bauchfach ist erstmal schon mal berührt. Schon wieder, sagt man, so viele kleine Hechter hier schon lange nicht mehr gefangen. Maß hat er auch nicht, oder? Willst du ihn messen? Nee, der hat kein Maß. Ich habe hier. Der hat. Nee, der hat hier 40, 46. Hat er Maß? 46. Schade, Mann. Schade. Schade. Echt ärgerlich, oder? Verdammt ärgerlich. Ja, Fisch. Schon wieder so ein kleiner Sch. Das gibt's doch gar nicht. Nee, ein bisschen größer als er. Maß. Ah! Daniel, scheiße, jetzt wo wir die Bananen rausgeholt haben, ja? Du machst Sachen, Andy. Der könnte Maß gehabt haben. Ja, der Maß hat er gehabt, aber trotzdem nicht das, was wir hundertprozentig wollten. Also wir sind jetzt hier natürlich ein ganzes Stückchen weiter hinten ist der Knick, wo wir vorher geangelt haben. Ich habe auf jeden Fall maßigen Fisch gerade verloren, ist leider ausgestiegen, nachdem ich davor schon einen Fehlbiss hatte. Und wir sind hier gerade an einem Spot. Also Daniel und ich haben gesagt, wenn es hier keinen Fisch gibt, dann gar nicht mehr. Und die Sonne geht jetzt hier weg, zumindest hier auf der Wasserfläche. Und ich denke mal, Barsch wird jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger werden. Ich habe die Hoffnung auf einen Hecht und deswegen werden die Köder gerade auch wieder größer. Hier sowas in dieser Größenordnung, durchaus was Grelles. Wobei das Wasser hier auch sehr klar ist. Mal gucken, ob der Plan aufgeht. Ja, ich habe ja erstmal eine ganz kleine Köder montiert. Mein Plan ist erstmal zu schauen, ob ich vielleicht noch eine Barsch erwischen kann. Sage ich mal, auch ein 30er Barsch würde erstmal reichen, in Führung zu gehen. Und deswegen spekuliere ich erstmal auf einen Barsch und würde wahrscheinlich die allerletzte Stunde, wirklich, wenn es ja, knapp dunkel wird, dann wirklich nur auf Hecht, weil ich denke, dann wird es vielleicht ein bisschen zu spät für die Barsche. Aber noch scheint die Sonne und ich spekuliere, dass einer oder die anderen Barsch noch raufgehen könnte. Nachdem die Sonne hinter den Bäumen verschwunden ist, folgt Daniel der Strategie von Andreas und montiert ebenfalls einen Köder, mit dem er glaubt, im Restlicht noch einen Hecht erwischen zu können. Jetzt. Yes! Fisch! Oh, so klein sieht er nicht aus, der Hecht. Hecht? Ja. Ich sag doch. Jetzt wird's noch mal richtig spannend. Richtig spannend. Bin ja mal gespannt, wie groß der ist. 60, 61, 61. 61. Echt geil, ich habe gerade gewechselt auf ein Spinnerbait. Sieht es ziemlich auseinander jetzt gerade. Also auf der Spinnerbait, auch mit Gummifisch drauf, also das volle Programm. Man sieht, das Spinnerbait ist total gebogen jetzt. Richtig gut raufgeknallt, 61er Hecht. Bin extrem froh. Jetzt ist Andy wieder am Zug sozusagen. Es fühlt sich immer ein bisschen besser an, wenn man etwas vorne liegt. Ist natürlich überhaupt keine sichere Führung. Letztendlich ist es nur ein Fisch, aber dass das Ganze ändern kann. Aber ich bin richtig froh, dass ich die gerade gefangen habe. War ein echt schöner Drill an der Rodfather Baitcaster hier, der Prototyp-Router davon. Richtig nice. Also ich bin momentan extrem happy. Da ist das Comeback. Anders als Andreas kann Daniel den maßigen Hecht landen und somit Punkte für sich verbuchen. Sein Konto steigt auf 161,8 Punkte an.
Er geht wieder in Führung. Ihr habt es gesehen, Daniel hat seinen Hecht bekommen. Er hatte Vertrauen in den Köder, ist dafür belohnt worden. Ich muss sagen, bei Spinnerbait bin ich immer so ein bisschen skeptisch, weil ich viele Bisse schon aufs Spinnerblatt bekommen habe, wo der Haken nicht sitzt. Aber bei Daniel hat es jetzt auf jeden Fall hervorragend funktioniert. Hechte sind immer ganz angenehm zu multiplizieren mit 1. Deswegen gibt das 61 Punkte. 161,8 zu 100,8 sind wir also jetzt nach Adam Riese. Es ist aber schon noch ein bisschen was auf der Uhr. Ja, eine gute halbe Stunde hat Andreas noch Zeit, das Blatt hier noch mal zu wenden. Und so wie er heute geangelt hat, denke ich, ist ihm das auf jeden Fall zuzutrauen. Andreas, ein bisschen Zeit auf der Uhr ist noch. Tick-Tack, ey, das war so witzig. Ja, ich bin da vorne rumgedümpelt und dachte, so eine Scheißecke hier passiert doch nichts. Ich finde immer noch die andere interessanter auf jeden Fall, auch weil der Wind den ganzen Tag drauf stand. Da ist sehr viel Kraut in der Ecke. Ja, nichts wie hinter. Jetzt hat natürlich hier Daniel die Nase vorne, weil Beißzeit ist nicht mehr so 100%ig. Ja, man wird sehen. Also ich habe gerade mal den Rechenschieber bedient. Ja. Die reicht ein 26er Barsch, Okay. um in Führung zu gehen. Ja. 62er Hecht, also ich würde nicht sagen, dass das unerreichbare Maße sind. Wir haben hier heute schon 2 richtig gute Fische gesehen, Auf jeden insofern. Fall. Zumal hier auch große Barsche drin sind, aber ich setze jetzt doch persönlich eher auf einen Hecht, der die 60 doch knackt und mal schauen. Ein bisschen Licht haben wir noch, ein bisschen Zeit auf der Uhr ist noch. Also Erarbeitet haben wir es uns auf jeden Fall heute beide sehr hart. ja, auf jeden Fall. Aber kräftig weiterwerfen, Sowieso. dann kann da natürlich noch was gehen. Naja, Zeit ist noch nicht vorbei. Nee, ich mach schon weiter. Petri. Danke. Yes! Mann, oh Mann, war das ein Chaos. Das ist echt richtig in die Kraut gegangen. 63. Yes, 63er Hecht. Genau, was ich gebraucht habe. Meine 3 Fische sind jetzt voll und jetzt kann ich nur an der Größe arbeiten. Richtig nice, ich freue mich sehr. Ist wirklich ein bisschen Emotion, die hier hochgeht. Das war echt auch ganz knappes Ding. Es ist in der Kraut geschwommen. Ich habe auf einmal ein bisschen Spannung verloren an der Route und da ist es schnell die Chance genutzt, ins Kraut zu schwimmen. Gott sei Dank alles gut gegangen. Daniel, ich glaube, bei all dem Chaos hast du was verloren. Mein Banana. Dein Müll, würde ich eher sagen. Mein Bananenhaut, das Ding hat auf jeden Fall bis jetzt schon ein bisschen Glück gebracht. Ich kann ihn gleich direkt zurücknehmen. Zack, dann kommt er wieder. Der dritte Wertungsfisch. Auch den nächsten Biss kann Daniel verwandeln und trotz Kraut bringt er den Fisch aufs Bellyboot. Der 63er Hecht bringt ihn auf nun 224,8 Gesamtpunkte. Kommt Andreas nochmal zurück oder war das die Vorentscheidung? Ja, wir haben noch einen Fisch gesehen. Daniel kann seine Führung ausbauen. 224,8 zu 100,8 der neue Spielstand. Und jetzt braucht Andreas, glaube ich, schon 2 Fische. Oder ein 53er Barsch würde auch reichen. So, während Daniel in seinem Vorsprung schwellt da hinten natürlich und ins Quatschen kommt,
versuche ich mal eine bisschen andere Taktik. Hier in der Mitte ist es tiefer, das interessiert mich aber persönlich nicht so richtig, aber wir haben hier immer wieder Krautfelder und die beackere ich jetzt gerade noch, aber es ist also aus meiner Erfahrung heraus, ich bin jetzt hier im Dämmerungsbereich kein Hechtangler, ja, und jetzt hier im Kraut noch das Ganze auf Zander probieren, um auf Punkte zu kommen, sehe ich auch nicht gerade als aussichtsreich. Also ich probiere es einfach auf Hecht weiter mit ein bisschen größeren und grellen Ködern jetzt. Drückt mir die Daumen. Die letzten Minuten der Partie laufen. In einer traumhaften Abendstimmung fischt Andreas extrem konzentriert weiter und lässt nichts unversucht. Ja, einfach nochmal mit dem Spinner probieren gerade. Ich habe jetzt einen schönen großen dran. Vielleicht macht er nochmal ordentlich Druck, aber Schlusspfiff. The game is over. the game is over. Du sagst es. Es war ein verdammt spannender Angeltag. Wir haben uns im wahrsten Sinne des Wortes gebettelt, oder? Ja, auf jeden Fall. Es war echt ein geile Battle. Sehr, sehr angenehm mit dir zu angeln. War echt cool, Andi. Ich meine, leider kann echt nur einen gewinnen, aber... Immer. Ja, wir waren ja fischtechnisch gleich auf, nur du hast jetzt einfach die größeren rausgekitzelt. Und da muss ich fairnesshalber auch sagen, du hast da in der Ecke ein bisschen mehr Zähne, du warst sehr in der Ecke gewesen da, als ich es war. Ja, Ja, also, du hast da noch mehr Gas gegeben. man braucht immer ein bisschen Glück. Heute, sage ich mal, was auf jeden Fall auch ganz gut war das Spinnerbait. Hat Ja. sehr, sehr viel Druck gemacht im Wasser. Ja. Ich denke, der Fisch hat aber viel Druck heute gestanden. Er hat ja seinen Barsch mit einem ähnlichen Köder gefangen. Auf jeden Fall. Definitiv den anderen noch verloren, sonst wären wir ja schon fast wieder gleich auf gewesen. Ja, aber der ja. Druck nochmal anders. Ja. Aber ich freue mich natürlich nicht für mich, aber ich gönne es dir. Hast gut geangelt, hat Spaß gemacht. Danke, Andi. Also für mich muss ich sagen, heute als Moderator, Kamerateam quasi mit Juli, war das auch wirklich ein cooler Tag. Hat mir echt Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wir würden uns natürlich wahnsinnig über einen Daumen nach oben freuen, über Kommentare. Und falls ihr den YouTube-Kanal von MyFishingBox noch nicht kennt, solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen, am besten den Kanal abonnieren. Da wird regelmäßig Content hochgeladen. Ja. Viel auch geht um Produkte, also Genau. Produktvorstellungen, aber auch Angeltage am Wasser. Sehr abwechslungsreich auf jeden Fall. Auf jeden Fall reingucken. Daniel, du kommst in die nächste Runde. Ja, Ich muss sagen, nachdem Andi den dicken Barsch gefangen hat, hatte ich kein gutes Gefühl für dich, muss ich wirklich sagen. Aber ja, auch ein blindes Huhn. Nein, Nee, Daniel hat gut Gas geangelt. gegeben. Der hat Nee, echt Gas ihr gegeben, den habt beide- ganzen ihr habt Tag beide gut durchgezogen. geangelt. Ich meine, ich auch, aber nee, ich freue mich. Ich muss wirklich sagen, das war echt ein harter Battle. Also war echt krass, dass du nachgelegt hast mit dem Barsch. Aber klar, bin echt froh letztendlich für die nächste Runde. Und freue mich, euch wiederzusehen beim Halbfinale. genau, es wartet ein sehr, sehr harter Brocken. Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. 224,8 zu 100,8. Während für Andreas und MyFishingBox das Turnier in diesem Jahr vorüber ist, geht es für Daniel und hechtundbarsch.de ins Halbfinale, wo definitiv ein richtig schwerer Gegner warten wird. Er trifft nämlich entweder auf Top-Favorit Dietmar Isayasch von Quantum Fishing oder auf den Veit-Wilde-Bezwinger Tobias Eckwahl von Kanal Gratis. In der nächsten Folge seht ihr jedoch erst einmal das Viertelfinale zwischen Dustin Schöne von Barschalarm TV und Ricardo Stüttem von Fish & Clips. Bis dahin.